Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Mia, wie geht es dir heute? Hallo Liam, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über kulturelle Veranstaltungen sprechen. Magst du kulturelle Veranstaltungen? Ja, das tue ich. Ich finde kulturelle Veranstaltungen sehr interessant. Sie zeigen uns verschiedene Lebensweisen. Das stimmt. Kulturelle Veranstaltungen sind eine großartige Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen. Sie sind unterhaltsam und lehrreich. Liam, welche kulturellen Veranstaltungen kennst du? Ich kenne viele kulturelle Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es Musikfestivals, Kunstausstellungen und Foodfestivals. Es gibt auch Paraden und traditionelle Tanzvorführungen. Das stimmt. Ich war schon auf einem Musikfestival und einem Foodfestival. Das war sehr aufregend. Ich liebe Musikfestivals. Ich höre gerne verschiedene Musikrichtungen und sehe Live-Aufführungen. Ich mag Foodfestivals, weil ich viele verschiedene Gerichte aus unterschiedlichen Kulturen probieren kann. Es ist sehr lecker. Warst du schon einmal auf einer kulturellen Parade? Ja, das war ich. Ich war letztes Jahr auf einer Parade. Es gab viele farbenfrohe Kostüme und traditionelle Tänze. Das klingt wunderbar. Paraden sind sehr lebhaft und voller Energie. Ich mag auch Kunstausstellungen. Sie zeigen wunderschöne Gemälde und Skulpturen. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich Kunst sehe. Kunstausstellungen sind erstaunlich. Sie helfen uns, die kreative Seite verschiedener Kulturen zu verstehen. Liam, warum denkst du, sind kulturelle Veranstaltungen wichtig? Ich denke, kulturelle Veranstaltungen sind wichtig, weil sie uns helfen, über andere Menschen zu lernen. Sie fördern Verständnis und Respekt zwischen verschiedenen Kulturen. Ja, kulturelle Veranstaltungen machen unsere Gemeinschaft vielfältiger und interessanter. Sie bringen Menschen zusammen. Da stimme ich zu. Wenn wir an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, lernen wir Neues und knüpfen neue Freundschaften. Ich glaube auch, dass kulturelle Veranstaltungen helfen, Traditionen zu bewahren. Sie erinnern uns an unsere Geschichte und unsere Wurzeln. Das ist ein guter Punkt. Viele kulturelle Veranstaltungen feiern alte Bräuche und erzählen Geschichten unserer Vorfahren. Liam, wann ist die nächste kulturelle Veranstaltung in unserer Stadt? Ich habe gehört, dass nächsten Monat im Stadtpark ein Musikfestival stattfindet. Es wird eine kostenlose Veranstaltung mit vielen lokalen Bands sein. Das klingt sehr aufregend. Ich möchte zum Musikfestival gehen. Hast du vor, hinzugehen? Ja, ich habe vor, mit meinen Freunden hinzugehen. Wir bringen Essen und eine Decke mit, um auf dem Gras zu sitzen. Vielleicht komme ich mit. Ich liebe Veranstaltungen im Freien und Live-Musik. Super! Wir können die Musik genießen, tanzen und vielleicht sogar etwas Straßenessen probieren. Ich freue mich schon darauf. Ich habe auch gehört, dass es in 2 Monaten ein Food-Festival gibt. Es wird auf dem Marktplatz stattfinden. Wirklich? Ich liebe Food-Festivals. Ich probiere immer neue Gerichte und lerne verschiedene Küchen kennen. Ja, beim Food-Festival werden viele lokale Restaurants Proben ihrer besten Gerichte anbieten. Es ist eine perfekte Gelegenheit, neue Geschmäcker zu entdecken. Ich werde das in meinen Kalender eintragen. Vielleicht können wir gemeinsam hingehen. Das ist eine gute Idee.
Wir können einen ganzen Tag mit Essen und kulturellen Aktivitäten planen. Ich möchte auch sehen, ob es demnächst Kunstausstellungen gibt. Die finden normalerweise in der lokalen Galerie statt. Ich stimme zu. Kunstausstellungen sind sehr interessant. Sie zeigen das Talent lokaler Künstler und manchmal sogar internationaler Künstler. Ich habe das Gefühl, dass ich durch den Besuch kultureller Veranstaltungen mehr über die Welt lerne. Ich erfahre von verschiedenen Traditionen und Lebensweisen. Ja, jede Veranstaltung ist eine neue Erfahrung. Sie hilft uns, die Vielfalt zu schätzen. Mia, hast du schon einmal an einer kulturellen Veranstaltung als Freiwillige teilgenommen? Nein, das habe ich nicht. Aber ich würde gerne bei einer zukünftigen Veranstaltung freiwillig mithelfen. Und du? Ja, ich habe letztes Jahr bei einem Kulturfestival freiwillig mitgearbeitet. Ich habe beim Aufbau der Stände geholfen und die Besucher begrüßt. Es war sehr bereichernd. Das klingt nach einer großartigen Erfahrung. Ich denke, Freiwilligenarbeit ist eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und mehr über die Veranstaltung zu erfahren. Da stimme ich zu. Wenn du freiwillig mitarbeitest, siehst du hinter die Kulissen und verstehst, wie viel Arbeit in die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung fließt. Ich werde in Betracht ziehen, beim nächsten Mal freiwillig mitzuhelfen. Es ist eine gute Möglichkeit, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Auf jeden Fall. Kulturelle Veranstaltungen sind nicht nur zur Unterhaltung da, sie bringen Menschen auch zusammen, um zu arbeiten und Ideen auszutauschen. Liam, denkst du, dass kulturelle Veranstaltungen in anderen Ländern anders sind? Ja, ich glaube, kulturelle Veranstaltungen variieren stark von Land zu Land. Jede Kultur hat ihre eigenen Traditionen und Feierlichkeiten. Ich habe Videos von Festivals in anderen Ländern gesehen. Sie sehen sehr bunt und lebhaft aus. Zum Beispiel gibt es in Indien Festivals wie Diwali und Holi, die voller Licht, Farben und Musik sind. Das ist ganz anders als unsere lokalen Veranstaltungen. Ich würde diese Festivals irgendwann gerne erleben. Reisen, um verschiedene kulturelle Veranstaltungen zu erleben, ist eine großartige Möglichkeit, die Welt kennenzulernen. Ich stimme zu. Jede Veranstaltung erzählt eine Geschichte und zeigt die einzigartige Identität einer Kultur. Ich denke auch, dass einige kulturelle Veranstaltungen in verschiedenen Ländern ähnlich sind. Viele Orte haben Musikfestivals und Kunstmärkte, aber sie spiegeln lokale Stile und Traditionen wider. Ja, auch wenn die Veranstaltungen ähnlich sind, machen die Details sie einzigartig. Das ist es, was kulturelle Veranstaltungen so interessant macht. Mia, wie erfährst du normalerweise von kulturellen Veranstaltungen in unserer Stadt? Ich schaue oft in der lokalen Zeitung und auf den Anschlagtafeln in der Gemeinde nach. Ich folge auch einigen Sozialmediaseiten über lokale Veranstaltungen. So mache ich das auch. Ich höre manchmal auch Radio. Es ist eine gute Möglichkeit, von bevorstehenden Veranstaltungen zu erfahren. Ich plane meine Wochenenden oft um kulturelle Veranstaltungen. Sie machen meine Freizeit viel angenehmer. Mir geht es genauso. An Veranstaltungen teilzunehmen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und Spaß mit Freunden zu haben. Manchmal lade ich sogar meine Familie ein, mitzukommen. Es ist eine schöne Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Das ist eine gute Idee. Familienmitglieder können verschiedene Kulturen kennenlernen und neue Erfahrungen machen. Ich hoffe, dass unsere Stadt weiterhin viele kulturelle Veranstaltungen hat. Sie sind wichtig für unsere Gemeinschaft. Ja, ich glaube, dass kulturelle Veranstaltungen unsere Gemeinschaft lebendig und vielfältig halten.
Liam, hast du eine Lieblingsveranstaltung, an der du teilgenommen hast? Ja, meine Lieblingsveranstaltung ist das jährliche Musikfestival. Ich liebe Live-Musik und die freundliche Atmosphäre. Ich genieße das Musikfestival auch sehr. Es macht immer Spaß, verschiedene Bands zu sehen und mit anderen Leuten zu tanzen. Ich mag auch das Food Festival, weil ich viele neue Gerichte probieren kann. Jedes Jahr gibt es neue Restaurants und neue Geschmäcker. Food Festivals sind großartig. Ich freue mich immer darauf, die Spezialitäten von lokalen Köchen zu probieren. Ich denke, jede kulturelle Veranstaltung hat etwas Einzigartiges zu bieten. Deshalb versuche ich, so viele wie möglich zu besuchen. Ja, jede Veranstaltung ist eine neue Erfahrung. Ich mag auch Kunstausstellungen und traditionelle Tanzaufführungen. Kunstausstellungen sind sehr inspirierend. Ich liebe es, die Kreativität lokaler Künstler zu sehen. Ich finde, kulturelle Veranstaltungen machen unsere Stadt lebendiger. Sie bringen Menschen zusammen und feiern unsere Vielfalt. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich an einer Veranstaltung teilnehme, lerne ich etwas Neues und treffe interessante Menschen. Liam, denkst du, dass kulturelle Veranstaltungen unsere Gemeinschaft verbessern? Ja, ich glaube, kulturelle Veranstaltungen sind sehr wichtig für unsere Gemeinschaft. Sie fördern Verständnis und Respekt zwischen verschiedenen Kulturen. Ich stimme zu. Wenn Menschen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, lernen sie einander kennen und feiern ihre Unterschiede. Kulturelle Veranstaltungen unterstützen auch lokale Künstler und Unternehmen. Sie tragen dazu bei, unsere Gemeinschaft lebendig zu halten. Das stimmt. Viele lokale Künstler zeigen ihre Arbeiten auf Kunstmärkten und viele kleine Unternehmen nehmen an Foodfestivals teil. Ich denke, dass der Besuch dieser Veranstaltungen eine Möglichkeit ist, unsere Gemeinschaft zu unterstützen. Es macht unsere Stadt zu einem besseren Ort zum Leben. Ja, kulturelle Veranstaltungen erinnern uns daran, dass wir alle Teil einer vielfältigen Gemeinschaft sind. Ich hoffe, dass unsere Stadt auch in Zukunft viele kulturelle Veranstaltungen veranstaltet. Sie sind wichtig für unsere Identität. Ich hoffe auch, dass mehr Menschen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Sie sind unterhaltsam und lehrreich. Mia, möchtest du nächsten Monat an einer neuen kulturellen Veranstaltung teilnehmen? Ja, ich würde gerne etwas Neues ausprobieren. Was hast du im Sinn? Ich habe gehört, dass nächsten Monat im Gemeindezentrum ein traditionelles Tanzfestival stattfindet. Ich denke, das wird sehr interessant. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe noch nie an einem Tanzfestival teilgenommen. Ich denke, das wird ein tolles Erlebnis. Wir können verschiedene Tanzaufführungen sehen und vielleicht sogar an einem Tanzworkshop teilnehmen. Ich freue mich darauf. Ich liebe es, traditionelle Tänze zu sehen. Sie erzählen Geschichten und zeigen die Kultur der Menschen. Ich stimme zu. Tanzen ist eine schöne Art, Emotionen auszudrücken und Traditionen zu teilen. Lass uns planen, gemeinsam hinzugehen. Wir können auch ein paar Freunde einladen. Ja, ich werde meine Freunde fragen und du kannst deine einladen. Es wird ein spaßiger Tag. Ich freue mich darauf. Neue kulturelle Veranstaltungen auszuprobieren ist immer ein Abenteuer. Ja, jede Veranstaltung ist eine Gelegenheit, etwas zu lernen und etwas anderes zu erleben. Liam, denkst du, dass kulturelle Veranstaltungen wichtig für junge Menschen sind? Ja, ich glaube, kulturelle Veranstaltungen sind sehr wichtig für junge Menschen. Sie helfen uns, unsere Kultur und die Kulturen anderer zu lernen. Ich stimme zu. An kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen macht uns aufgeschlossener und bewusster für die Welt.
Junge Menschen können aus kulturellen Veranstaltungen viel lernen, wie zum Beispiel Geschichte, Kunst und Musik. Ich denke auch, dass kulturelle Veranstaltungen jungen Menschen helfen, ein Gefühl für Identität zu entwickeln. Sie erinnern uns an unsere Wurzeln. Das ist wahr. Wenn wir an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, feiern wir, wer wir sind und woher wir kommen. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr junge Menschen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Sie sind eine großartige Möglichkeit zu lernen und Spaß zu haben. Ja, kulturelle Veranstaltungen sind ein wichtiger Teil unserer Bildung und unserer Gemeinschaft. Liam, hast du Ideen, wie man kulturelle Veranstaltungen in unserer Stadt fördern kann? Ja, ich denke, wir können soziale Medien mehr nutzen, um kulturelle Veranstaltungen anzukündigen. Viele junge Menschen nutzen jeden Tag soziale Medien. Das ist eine gute Idee. Ich sehe oft Veranstaltungsposter auf Facebook und Instagram. Wir können auch lokale Schulen bitten, Informationen über kulturelle Veranstaltungen zu verbreiten. So können mehr Schüler teilnehmen. Ich stimme zu. Schulen können helfen, indem sie Exkursionen zu kulturellen Veranstaltungen organisieren. Ich glaube, dass die Gemeindezentren weiterhin kulturelle Veranstaltungen ausrichten und alle einladen sollten, daran teilzunehmen. Ja, Gemeindezentren sind sehr wichtig. Sie sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen und voneinander lernen können. Ich hoffe, dass unsere Stadt weiterhin kulturelle Veranstaltungen fördert. Sie stärken und bereichern unsere Gemeinschaft. Ich glaube auch, dass kulturelle Veranstaltungen uns helfen, unsere Unterschiede zu feiern und gemeinsame Werte zu finden. Mia, was gefällt dir am meisten an kulturellen Veranstaltungen? Ich mag, dass kulturelle Veranstaltungen Spaß machen und lehrreich sind. Sie geben mir die Möglichkeit, verschiedene Kulturen kennenzulernen und neue Dinge auszuprobieren. Ich stimme zu. Ich liebe die Vielfalt der Aktivitäten bei kulturellen Veranstaltungen wie Musik, Tanz, Essen und Kunst. Ich genieße auch die freundliche Atmosphäre. Bei kulturellen Veranstaltungen sind die Menschen normalerweise sehr offen und freuen sich, ihre Erfahrungen zu teilen. Ja, die Energie bei kulturellen Veranstaltungen ist sehr positiv. Es tut gut, Teil einer so vielfältigen Gemeinschaft zu sein. Ich denke, kulturelle Veranstaltungen helfen uns, uns besser zu verstehen. Sie zeigen uns, dass wir, obwohl wir unterschiedlich sind, gemeinsam unsere Einzigartigkeit feiern können. Das ist eine schöne Art, es zu beschreiben. Kulturelle Veranstaltungen erinnern mich daran, dass Vielfalt eine Stärke ist. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Stadt viele kulturelle Veranstaltungen hat. Sie machen unser Leben interessanter und lehrreicher. Ich fühle mich genauso. Ich freue mich immer auf die nächste kulturelle Veranstaltung. Es ist immer ein neues Abenteuer. Ja, jede Veranstaltung ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu erleben und neue Menschen zu treffen. Ich freue mich auf das kommende Tanzfestival. Ich weiß, dass es eine wunderbare Erfahrung sein wird. Ich freue mich auch darauf. Lass uns planen, gemeinsam hinzugehen und vielleicht sogar ein paar Freunde mitzunehmen. Das ist eine großartige Idee. Je mehr, desto besser. Danke, Liam, für dieses nette Gespräch über kulturelle Veranstaltungen. Ich habe es genossen, mit dir zu reden. Danke, Mia. Ich habe unser Gespräch auch genossen. Es macht immer Spaß, Ideen über unsere Kultur und unsere Gemeinschaft auszutauschen. Ich habe heute viel gelernt. Ich bin mehr denn je gespannt, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen und neue Erfahrungen zu machen. Ich fühle mich genauso. Ich hoffe, dass wir in Zukunft viele Veranstaltungen gemeinsam besuchen können.
Ja, lass uns weiterhin neue Abenteuer planen. Ich freue mich auf das Tanzfestival und viele andere Veranstaltungen. Ich auch. Ich glaube, dass kulturelle Veranstaltungen immer Teil unseres Lebens sein werden. Sie machen unsere Gemeinschaft lebendig und vielfältig. Ich stimme zu. Kulturelle Veranstaltungen sind ein Fest dessen, wer wir sind. Nochmals vielen Dank, Liam. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Danke, Mia. Ich wünsche dir das Gleiche. Wir sehen uns bei der nächsten kulturellen Veranstaltung. Bis bald, Liam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mia. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein gutes Wort zum Begrüßen. Kulturelle. Kulturelle. Die kulturelle Vielfalt ist wichtig. Wir feiern viele kulturelle Feste. Das kulturelle Erbe wird geschützt. Veranstaltungen. Veranstaltungen. Die Veranstaltungen sind sehr interessant. Ich plane an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen. Wir organisieren viele Veranstaltungen in der Stadt. Interessant. Interessant. Das Buch ist sehr interessant. Die Ausstellung war wirklich interessant. Ich finde dieses Thema interessant. Lebensweisen. Lebensweisen. Es gibt viele unterschiedliche Lebensweisen. Lebensweisen können unsere Gesundheit beeinflussen. Wir sollten verschiedene Lebensweisen respektieren. Unterhaltsam. Unterhaltsam. Der Film war sehr unterhaltsam. Das Buch ist unterhaltsam und spannend. Die Show bietet viele unterhaltsame Momente. Lehrreich. Lehrreich. Der Kurs war sehr lehrreich. Ich finde das Buch lehrreich und interessant. Die Ausstellung war lehrreich für alle Besucher. Paraden. Paraden. Die Paraden sind sehr bunt. Wir sehen die Paraden jedes Jahr. Die Paraden ziehen viele Menschen an. Traditionell. Traditionell. Die Traditionellfeier findet jedes Jahr statt. In vielen Ländern gibt es traditionell Essen zu besonderen Anlässen. Das Kleid ist traditionell und wird oft bei Festen getragen. Kostüme. Kostüme. Die Kostüme sind bunt. Wir tragen Kostüme zur Party. Die Kinder lieben ihre Kostüme. Gemälde. Gemälde. Das Gemälde hängt an der Wand. Ich habe ein schönes Gemälde gesehen. Das Gemälde wurde von einem berühmten Künstler gemalt. Skulpturen. Skulpturen. Die Skulpturen sind sehr beeindruckend. Wir haben viele Skulpturen im Museum gesehen. Skulpturen können aus Stein oder Metall sein. Inspirieren. Inspirieren. Das Buch ist inspirierend. Ihre Rede war sehr inspirierend. Ich finde die Kunst inspirierend. Vielfalt. Vielfalt. Vielfalt ist wichtig in einer Gesellschaft. Die Vielfalt der Sprachen ist faszinierend. Wir feiern die Vielfalt der Kulturen. Verständnis. Verständnis. Ich habe ein gutes Verständnis für das Thema.
Das Verständnis zwischen den Freunden ist wichtig. Er zeigt viel Verständnis für ihre Situation. Respekt. Respekt. Respekt ist wichtig in einer Freundschaft. Wir sollten immer Respekt zeigen. Respekt hilft, Konflikte zu vermeiden. Kreativ. Kreativ. Sie ist sehr kreativ. Das kreative Projekt hat viele Ideen. Er denkt immer kreativ über Probleme nach. Wurzeln. Wurzeln. Die Wurzeln sind wichtig für den Baum. Die Wurzeln wachsen tief in die Erde. Wir sehen die Wurzeln im Garten. Bräucher. Bräucher. Die Bräuche in dieser Region sind sehr interessant. Viele Bräuche werden von Generation zu Generation weitergegeben. Zu Weihnachten haben wir viele schöne Bräuche. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig für das Zusammenleben. In unserer Gemeinschaft helfen wir uns gegenseitig. Die Gemeinschaft organisiert viele Veranstaltungen. Wie finden Liam und Mia kulturelle Veranstaltungen? Was plant Liam für den nächsten Monat? Was bedeutet das Wort kulturell? Was ist eine Veranstaltung? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.